Berlin und seine Baustellen. Eine never-ending love story. Doch diese hier ist das Beste, was den Skatern in Deutschland passieren konnte. Das Kulturforum, früher auch nur als die Baustelle bekannt, ist ein Skateplaza mitten in Berlin. Mit dem Begriff Kulturforum wird eigentlich ein ganzes Areal bezeichnet, das mehrere Museen, Bibliotheken und die Philharmonie umfasst. Der Skatespot befindet sich im Westen dieses Areals und umfasst das Kunstgewerbemuseum, das Kupferstichkabinett und die Kunstbibliothek. Der Platz davor heißt Piazzetta und besteht überwiegend aus Granitplatten. Die Pläne für den Platz entstanden schon in den 60er Jahren durch den Architekten Rolf Gutbrot. Dank der deutschen Bürokratie folgte die Fertigstellung aber erst 1992. Schon bevor die Bauarbeiten fertig waren, schlichen sich die ersten Skater auf den Platz. Man merkte schnell, das hier ist ein Paradies für jeden Skater. Es gibt hier unzählige Curbs, Stufen, den perfekten Granitboden und das legendäre Double Set, welches alles andere als leicht zu fahren ist, da das ganze Gelände leicht abschüssig ist. Wenn man vom Kulturforum spricht, gibt es eine Person, die im selben Atemzug zu nennen ist. Sami Hariti, eine absolute Skate-Legende, der in den frühen 90ern auch in Videos von Powell Peralta und Birdhouse zu sehen war. Er war derjenige, der sich mit seinen Freunden als erster auf die Baustelle schlich, um dort zu skaten. Genau vor 20 Jahren, das heißt 91 auf 92, haben die angefangen das zu bauen. Wir haben dann die Zäune aufgemacht und sind hier geskatet und dachten, was ist denn hier ein 50 Meter bergab, ein Paradies. Und deswegen haben wir dann angefangen, ey, pass auf, wir gehen heute, wenn die Bauarbeiter nicht da sind, gehen wir zur Baustelle. Die Baustelle. Das war auch der Name, unter dem dieser Spot ursprünglich bekannt wurde. I think most people call it Kulturforum nowadays or Kulti or whatever. It used to have a different name back then. It was called Baustelle, which means construction site. Erst mit den Jahren hat sich der Begriff Kulturforum eingebürgert, da der Schriftzug direkt an einem der Gebäude über dem Platz prangt. Die ersten Clips am Kulturforum gab es dann auch schon 1991 in Sami Haritis Part im Powell Peralta Video Celebrity Tropical Fish zu sehen. In einem anderen Video aus dem Jahr 1995 ist außerdem zu sehen, wie er als erster das Double Set skatet. Als klar war, dass Sam irgendwie das Double Set springen will, einfach klar war, das muss jetzt auch her fürs bewegte Bild und nicht nur für Fotos. Das war ja eigentlich ein historischer Moment. Und selbst heute springt er hier noch runter. Der King an diesem Double Set ist aber eine andere deutsche Legende. Und zwar niemand Geringeres als Willow. Morgens um 10 Uhr hier zum Kulturforum gekommen ist, dann war Willow schon hier und ist da hier unten die Zehner gefahren. So, ne? Das war sein Kinderspielplatz hier. Think of the culture forum. The double set, Willow is king, man. Like that guy, the stuff that he's done on it. Willow hat natürlich das Level am Double Set innerhalb kürzester Zeit so hochgeschraubt, dass eigentlich so viel mehr da gar nicht zu machen ist, an Härte der Tricks vor allen Dingen auch. After coming to the spot and I see like, dude, he backside nollie for this set. I was like, what the hell? That was like 2005. Skaten war anfangs natürlich nicht so gerne gesehen an diesem Spot, aber die Betreiber des Kulturforums haben gesehen, wie viele Skater aus aller Welt hierher kommen. Daher hat man die Vereinbarung geschlossen, dass das Skaten hier außerhalb der Öffnungszeiten erlaubt ist. They kind of see skateboarding as an art form and you guys, hey, as long as you're not here during opening hours, hey, have fun reign of the whole place. Schon seit Anfang an kursierten hier Gerüchte, dass dieser Spot umgebaut werden soll, da er, schon seitdem die Pläne in den 60ern entstanden sind, in der Kritik stand und sich deswegen auch seine Umsetzung so lange hingezogen hat. There's been rumors for years now that the Baustelle is not going to be permanent, that they're actually going to switch it up and create something new here. Passiert ist diesbezüglich glücklicherweise dennoch nichts und die Bekanntheit des Kulturforums in der Skatewelt stieg immer weiter. Nonstop waren hier Profis aus aller Welt anzutreffen. It became like really a spot for traveling pros through Europe. 2012 veranstaltete dann sogar Red Bull in Zusammenarbeit mit Titus den Contest Bomb the Line. Es wurden einige zusätzliche Obstacles aufgestellt und Ziel war es, die beste Line bestehend aus 3 Tricks zu fahren. This event is going to be based on a best line which goes downhill and it includes 3 obstacles in a row, which is a double set at first with a hopper going down, then a centerpiece and a 10 stair. Es nahmen 50 Skater teil, unter anderem Shane O'Neill, Albert Nyberg und Chris Pfanner. Außerdem erschienen da ungefähr 500 Zuschauer, wodurch diese Veranstaltung zu einem riesigen Erfolg wurde. Gewonnen hat Shane O'Neill mit einem Nollie Nose Grind am Double Set, einem Switch Flip am Kicker und einem Nollie Backside Heel an den Zehnern. It was awesome. It was at a straight spot. Thought it was cool that they just add a few little obstacles and everything was sick.
Da die Veranstaltung so ein großer Erfolg war, folgte im Jahr darauf die zweite Auflage, zu der dann unfassbare 6000 Zuschauer erschienen. Auch diesmal waren 50 Skater am Start, unter anderem Manny Santiago, Felipe Gustavo und Ryan DeCenzo. Auch der König des Double Sets, Willow höchstpersönlich, war mit am Start. Einen wundervollen Varial Heel hat er geschafft, aber er konnte keine anständige Line zusammenbringen, sodass für ihn schon relativ schnell Schluss war. Gewonnen hat dann Alec Majerus mit seiner Line aus einem Frontside 180 Switch Crooks, einem Hardflip und einem Nollie Frontside Feeble. 30 Jahre nachdem die ersten Skater die ersten Tricks an der Baustelle machten, erschien Anfang 2022 das Fresher-Video Plazacation. Ein 10-minütiger Part, der komplett am Kulturforum gefilmt wurde und in dem auch kurz auf die Geschichte eingegangen wird. Kurzer Fun-Fact: An einem der Drehtage im September 2021 waren wir zufällig auch vor Ort und ich hatte das Glück, ein Foto von Sammys One-Foot-Ollie über den Blog zu schießen. Ich kann es jedem nur empfehlen, sich persönlich ein Bild vom Kulturforum zu machen. Einer der wichtigsten, wenn nicht sogar der wichtigste Skatespot in ganz Deutschland. Ihr werdet es nicht bereuen. Außerdem kann es jederzeit möglich sein, dass die deutsche Bürokratie einen Gang hochschaltet und der Spot plötzlich so aussieht. Also no joke. Das wurde von einem Architekturbüro wirklich so vorgeschlagen. Im Gegensatz zum Kulti hatte dieser Skate Plaza in Philadelphia leider nicht so viel Glück.